Als wir uns das Ausstellungskonzept des Landesmuseums überlegten, hatten wir ein Dilemma. Die Menschen lieben Ausgrabungen, die Menschen lieben den kontextualisierten Zusammenhang. Sie sehen aber im Museum meistens die Funde. Wird also zum Beispiel ein Grab ausgegraben, so wird das Skelett von den Funden getrennt. Die Funde sieht man dann ganz hochwertig und toll beleuchtet in der Vitrine. Das Skelett selbst verschwindet meistens in den Lagerregalen, um es dann später auch nochmals untersuchen zu können. Das macht schon Sinn. Aber der Besucher, dem fehlt der primäre Zusammenhang. Ihm fehlt das, was der Archäologe bei der Entdeckung sieht. Und wir wollten dem Besucher ermöglichen, die wichtigsten Funde Mitteldeutschlands tatsächlich so zu sehen, wie der Archäologe die während der Grabung sieht. Blockbergungen gibt es schon lange, seit den 1920er Jahren. Hier war damals unser Museum schon führend. Aber die Blockbergungen wurden meistens zu wissenschaftlichen Zwecken ins Lager gelegt und dort weiter ausgegraben. Einige wenige wurden bewahrt, aber meistens liegend bewahrt. Das kann man bei großen Blockbergungen natürlich nicht machen, denn große Gräber messen oft 3 mal 2 oder 3 mal 4 Meter. Die sind also viel zu groß, um sie in einer Halle oder Ähnlichem aufzustellen. Und deshalb kamen wir die Idee, die Blockbergungen an die Wand zu bringen. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht sozusagen würdelos auf die Skelette schaut, sondern nur Dinge zeigt, die man dann auch ganz hochwertig beleuchten kann und die man so beleuchten kann, dass die Pietät insgesamt gewahrt bleibt. Häufig kreieren diese Blockbergungen bewusst oder unbewusst ein Bild. Manchmal wird ja in seiner Grabgrube auch ein Bild inszeniert. Das ist zum Beispiel bei dem Massengrab in Lützen der Fall. In Lützen 1631 die berühmte Schlacht Gustav Adolf gegen Wallenstein. Und bei dieser Schlacht, bei der Gustav Adolf stirbt, sterben natürlich Zehntausende von Menschen. Und diese Menschen werden in Massengräbern bestattet. Und in eines dieser Massengräber haben wir im Block geborgen und freigelegt. Und dort sieht man eben Schweden und Deutsche durcheinander. Man sieht aber vor allem, der letzte wurde von den alliteraten Bauern, die sicherlich mit Holzspaten in diesem lehmigen Grund schwer dieses Grab aushoben. Der letzte wurde als gekreuzigt da oben drauf gelegt. Ob das zufällig geschah oder absichtlich, können wir heute nicht mehr sagen. Ich würde mal von Absicht ausgehen. Und wenn es Absicht war, dann zeigen uns diese Bauern, die scheinbar ungebildet sind, dafür habt ihr gekämpft, für dieses Kreuz. 2 sozusagen verfeindete Lager, beide der Christenheit angehörig. Das wäre natürlich eine geradezu transzendente Botschaft. Wenn das nicht beabsichtigt war, so gibt das Bild trotzdem diese Botschaft weiter unbeabsichtigt. Und deshalb ist das Massengrab von Lützen sicherlich eine der beeindruckendsten Bilder gegen den Krieg, das man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben das Massengrab beispielsweise in Wien ausgestellt mit riesigem Erfolg. Wir werden es in die Dauerausstellung an den Fundort nach Lützen bringen. Und ich bin überzeugt, dass viele, viele Menschen sich von diesem Grab dort berühren lassen, das mehr sagt als so manches Antikriegsmahnmal. Sie sehen also, eine Blockbergung kann auch ein Zeichen sein, eine Blockbergung kann eine Botschaft sein, eine Botschaft dieses Bildes, das dort aufgedeckt wird. Wir haben allerdings auch andere Botschaften, zum Beispiel die Blockbergungen von Eulau, wo wir die älteste Kernfamilie der Welt haben und wo in diesen Eulauer Gräbern eine ganze Familie, die älteste mit DNA, Kern-DNA nachgewiesene Familie, Arm in Arm liegt und wo die Kinder und die Eltern sich gleichsam küssen. Ein Bild, das natürlich von den Überlebenden des Massakers inszeniert wurde, aber inszeniert wurde, um zu zeigen, ihr habt uns das Wertvollste, eine Familie genommen. Und es ist gleichzeitig als eine der ältesten Familien natürlich ein Bild von großer Symbolkraft, aber auch eine wissenschaftliche Sensation. Und so könnte ich viele Blockbergungen aufzählen, die Sie im Landesmuseum sehen können und die nie zum Schauzweck ausgestellt wurden. Nicht? Wir machen hier keine Schau der Skelette, das Gegenteil ist der Fall. Wir beleuchten die Skelette subtil von außen nach innen dunkler werdend. Uns geht es um die Wahrung der Pietät und deshalb stellen wir auch beispielsweise die Eulauer Blockbergungen als Triptychon dar. Manchmal gibt es Blockbergungen, die sind sehr schwer zu bergen, die gelingen schwierig. Und die erfordern spezielle Umstände. Und hinter mir ist hier die Blockbergung
von Klein Jena. Es handelt sich hier um ein Grab eines Fürsten, der um 750 nach Christus bestattet wird. Und er wird mit 2 Pferden bestattet. Und das ist das Besondere, mit einem Pferdeführer, einem Diener oder Gefolgsmann, der ihm gleichsam mitgegeben wird. Auf alle Fälle setzen wir diese Blockbergung, wie Sie sehen können, momentan zusammen. Am Ende wird sie eine ganze Wand des Museums überspannen und wird sicherlich eines der Highlights sein, in denen Sie sozusagen die Stimmung, die Gebräuche, die Sitten, die archaischen Riten der Zeit im Befund in situ sehen können. Was man dort im Einzelnen sieht, wie das Ganze kulturgeschichtlich zu werten ist, erzähle ich an anderer Stelle.